Szanowni Państwo, pamięć o zagładzie naszego narodu jest jednym z fundamentów romskich dziejów. Nie jesteśmy ludem bez historii. Wiele wieków funkcjonowania w tradycji ustnego przekazu, wędrówki po świecie w poszukaniu swojego miejsca do życia nie sprzyjały pozostawieniu po naszych przodkach materialnego dziedzictwa. Ale pamięć przenoszą kolejne pokolenia. Tak utrwala się nasza tradycja i tożsamość. Kultywujemy, pamiętamy pamięć o ludobójstwie, by nikt nie pozostał wobec niej obojętny. Jak pisał Jehuda Bauer, problem moralny, jaki mamy z Holokaustem, nie polega na tym, że sprawcy byli nieludzcy, ale na tym, że byli ludzcy, tacy jak i my. Szanowni Państwo, 2 sierpnia 1944 roku naziści dokonali ostatniej zagłady tzw. Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau. To symboliczna data. Jest oficjalne jako Dzień Pamięci o Holokauście Romów i Sinti. Uznana przez parlamenty i rządy wielu krajów, w tym przez Parlament Europejski. Pamięć o ofiarach przestała być prywatną sprawą rodzin nielicznych ocalałych z zagłady, lecz stała się elementem pamięci wszystkich Europejczyków lub powinna się stać pamięcią wszystkich Europejczyków. Mamy nadzieję, że w tym roku, podobnie jak co roku od 30 lat, wezmą Państwo udział wraz z nami w uroczystościach 77. rocznicy zagłady naszego narodu. To Wasza obecność nadaje sens pamięci i budzi nadzieję na przyszłość, w której nie będzie miejsca na nienawiść.
Meine Kindheit war wirklich gut. Ich bin gut aufgewachsen in meiner Familie. Ich war die Jüngste und bin sehr verwendet worden, bin dann zur Schule gegangen. Ja, und dann hat mein Bruder Stellungsbefehl gekriegt. Er war jetzt in dem Alter, wo er musste zum Militär. Und dann war der in Baden-Baden-Ost in der Kaserne. Hat er dann seine 2 Jahre Wehrdienst abgemacht und dann war er ausgebildeter Soldat und ist von da aus gleich sofort rausgekommen. Da ist der Krieg ausgebrochen und er war mit die erste Gruppe, die an der Front waren. Ja, und ich bin dann dienstverpflichtet worden. Ich musste dann arbeiten in einer Fabrik. Wir haben einen Brief bekommen, im Briefkasten waren dann habe ich gezeigt. Und wir mussten auch die Gestapo, wir müssen Erkennungsdienst machen. Es ging immer gut, weil ich hatte ja den Bruder an der Front und da konnten die dann dort nicht so mit mir so schlimm agieren. Aber die anderen sind die alle täglich abtransportiert, die Juden, alles abtransportiert. Also es war schon eine furchtbare Zeit. Ich weiß nicht, was die Menschen davon gehabt haben. Es war halt grausam, ne? Aber dann war ja so weit, dass dann eines Tages kam die Gestapo. Da kam mein Meister, hat er Tränen in die Augen gehabt. Hat er gesagt, da hat immer Philo zu mir gesagt, hat er gesagt, Philo, unten stehen 2 Herren, die wollten dich mal sprechen. Ich habe aber von oben von der Firma zum Fenster raus gesehen, habe ich schon gesehen, das Gestapo-Zeichen auf dem Auto. Ja, habe ich gewusst, jetzt komme ich nicht mehr nach Hause. Ich sehe meine Mutter nicht mehr. Meine Mutter war dann allein zu Hause. Ne? Und ich kann nicht sagen, wie es ihr nachher ging. Ne? Ich war dann in Auschwitz, habe niemand mehr gesehen, ich konnte auch gar nichts. Wir konnten Familienlager, man konnte zwar kreuz und quer laufen, überall in jede Baracke rein sehen und gucken, ob da noch jemand da ist. Ich habe noch meinen Onkel gesehen mit seinen 4 Kindern. Die Frau ist schon weggestorben, er war noch allein. Da habe ich gesagt, was machst denn du? Ja, da waren die Kinder, sind alle durch ein Krematorium gekommen. Ich habe keinen Onkel mehr gesehen nach dem Krieg, keine Kinder, nichts, alles weg. Da kann man nichts sagen. Das war so grausam, da findet man keine Worte dafür. Also es ist unglaublich, ne? Unglaublich, ob es wirklich war. Ich glaube, ich bin die einzige Zeitzeuge noch, die schon so alt geworden ist und das alles hinter sich hat. Die noch gestempelt ist hier am Arm. Ich habe ja noch die hier 10.550. Das hat nicht mehr genügt, dass sie uns eine Plakette vorlegen oder was. Nein, sie mussten uns wie die Viecher, haben sie uns abgestempelt. Sehen Sie, ich trage den Stempel immer noch am linken Arm heute. Ich bin noch eine Zeitzeugin. Und ich habe diese furchtbare Zeit mitgemacht. So, und das habe ich mir vorgenommen, solange, wenn ich glücklich hier rauskomme, dann werde ich niemals aufgeben, Aufklärungsarbeit zu machen. Und das habe ich getan. Also ich habe überall gemacht, in ganz Deutschland. Ich bin rumgereist. Und ich habe gedacht, wer soll es sonst machen? Es gibt wenige, die noch rausgekommen sind und die sich dagegen wehren können. Und ich habe Schule besucht, ich konnte mich gut artikulieren und habe gedacht, jetzt machst du das in den Schulen. Die müssen wissen, die junge Generation, was damals passiert ist. Weil die regieren und gestalten einmal dieses Land. Und da verspreche ich mir sehr viel davon, dass so etwas nie mehr in unserem Land passieren darf. Es kommt doch darauf an, in welcher Art und Weise man den Leuten das beibringt, was geschehen ist. Das können sie in viele Variationen machen. Ich habe die gute Seite gewählt, die Versöhnungsseite. Und ich wollte Versöhnung haben, ich wollte keinen Hass haben. Aber Aufklärung, das musste sein, aber ohne Hass und ohne Anklage. Was ich den jungen Menschen sagen wollte,
Ich möchte sagen, wenn wir hassen, verlieren wir. Die Liebe ist das allerhöchste der Gefühle. Denn die Liebe gibt uns alles. Sie gibt uns alles. Es ist wie ein kleines, wie ein Juwel. Ohne Liebe kann der Mensch nicht leben. Wenn er ohne Liebe ist, dann ist er alles fähig, weil er nicht mehr weiß, was gut und böse ist. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. So etwas darf nie wieder in unserem Land geschehen. Denn wenn wir sowas zulassen, aber ich glaube nicht, wir leben heute in einem freien demokratischen Staat und jeder darf seine Rechte vorbringen. Wenn er weiß, mir ist Unrecht getan worden, darf er hingehen und sagen, hier, hallo, das können Sie nicht machen. Wissen Sie, ich finde, freier wie heute haben wir Sinti noch nie gelebt. Wir haben unsere Freiheit, wir sind genauso viel wert wie jeder Bürger. Und das ist ausschlaggebend für mich. Ich gedenke heute an den 2. August 1944, die Auflösung des sogenannten Zigeunerlagers Auschwitz-Birkenau. In dieser einen Nacht vom 2. auf den 3. August wurden 4.300 Menschen, vor allem Frauen, Männer, Kinder und Kranke, in einer Nacht ermordet. Man hat sie vergast und verbrannt. Unter diesen Menschen war auch ein Bruder meines Mannes. An dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne die Namen vorlesen von der Familie meines Schwiegervaters. Karl Lagrene, seine Frau Mathilde Lagrene, die Söhne Karl Lagrene, Harry Lagrene, sein Vater Konrad Lagrene, sein Bruder Friedrich Lagrene, seine Töchter Hildegard und Gisela Lagrene, seine Mutter Veronika Lagrene. An dieser Stelle möchte ich gedenken, erinnern und es sollte auch zur Mahnung sein, dass sowas nie mehr geschehen kann. Ich möchte auch am Abschluss eigentlich Ihnen sagen, besonders an unsere Jugend, wie wichtig es ist in dieser Zeit, in der wir heute sind, die sehr schnelllebig ist. Aber ich möchte Sie bitten und ich möchte Sie darauf hinweisen, und ich erwarte das auch von der Jugend, ganz einfach, sich einzumischen, wenn man Unrecht sieht, einzutreten für Rechtsradikalismus, gegen das Rechtsradikalismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, aber auch gegen Antiziganismus. Rassismus jeglicher Art, dem muss entgegengetreten werden, mit aller Kraft, die wir haben und besitzen. Und wir dürfen niemals vergessen, was damals in Auschwitz geschehen ist. Und sowas darf sich nie mehr wiederholen. Ja, also als ich mit meiner Mutter über die Erlebnisse gesprochen habe, war es schon sehr, sehr schwer für sie und sehr emotional, weil es natürlich ein Thema ist, was jeden sehr aufwühlt. Und sie hat mir zwar vieles erzählt, aber sie hat auch zu mir gemeint, dass gerade auch das Gespräch mit meinem Opa sehr schwer damals war. Also dass er viele Dinge auch nicht erzählt hat, weil es einfach viel zu traumatisch für ihn war. Und er seine Kinder natürlich auch nicht mit den Erlebnissen belasten wollte. Das heißt, den ganzen Umfang, das ganze Ausmaß wissen wir leider auch gar nicht. Ich sag mal, der Antiziganismus und der Alltagsrassismus, der immer noch herrscht gegenüber den Sinti und Roma, den habe sowohl meine Mama als auch ich, als auch meine jüngere Schwester schon immer noch miterlebt, also bis in die heutige Zeit. Und deswegen ist es natürlich kein Vergleich zu früher, aber
das hilft, mit der Generation davor über solche Themen zu reden, um selber irgendwie auch zu wissen, wie man da durchs Leben geht und was für eine Einstellung man vielleicht haben muss, um damit zurechtzukommen. Aber die konkreten Erlebnisse, muss ich sagen, die mein Opa erlebt hat im KZ, das war schon sehr, sehr schwer für mich, das so zu hören. Und ja, ich sag mal, das ist halt einfach was man auch nicht ständig irgendwie wiedergeben will. Aber es ist gut für mich, dass ich das weiß. Und es ist gut, dass das hoffentlich viele wissen, weil dann kann sowas Schlimmes hoffentlich nie wieder passieren. Also ich glaube, dieses Erinnern, aber auch dieses Wissen zu bewahren, das geht Hand in Hand und hängt auch konkret für mich auch mit dem Rassismus heute immer noch zusammen, weil es ist oftmals wirklich einfach Unwissenheit. Deswegen ist das für mich was, wo eben nicht nur die Bevölkerung mit drin hängt, sondern sehe ich als Aufgabe der Regierung, dass man da wirklich was grundlegend ändert, weil wenn es mal eine Generation gäbe, die aufgeklärt wäre, die einfach weiß, dass die ganzen Vorurteile, die es leider immer noch über Sinti und Roma gibt, und ich weiß es, weil wir haben so viele diese Vorurteile immer vorgehalten in der Schulzeit, wenn da einfach mal was passieren würde, dann würde eine ganze Generation vielleicht ganz anders mit dem Thema auch umgehen. Weil diese Vorurteile, die sehr viele Generationen zurückliegen, die werden genau, wie wir wollen, mit den Erinnerungen leider auch oftmals weitergegeben. Und den Kreislauf muss man durchbrechen. Und ich glaube, dann hat man eine gute Grundlage, um eben, ja, sag ich mal, mehr Respekt zu erweisen und eben auch für die Zukunft eine Grundlage zu bieten, dass die Minderheit, die Sinti und Roma, einfach wirklich als akzeptierter Teil der Gesellschaft sind. Und das ist mir unglaublich wichtig und deswegen gehe ich persönlich auch durch die Welt und erzähle jedem, der es hören möchte, von meiner Geschichte und dem, was ich weiß, in der Hoffnung, ein bisschen was dazu beitragen zu können. Meine Botschaft an euch wäre einfach, dass ihr alle in der Verantwortung steht. Wir haben alle die Pflicht, diese Erinnerungen lebendig zu halten und sie weiterzugeben an die nächste Generation, weil sonst wird sie aussterben, um eben dieses Wissen einfach auch zu bekommen. Und dann gebt es auch weiter, nicht nur an eure Kinder vielleicht, sondern eben auch an Freunde, an Kollegen. Ich stelle immer wieder fest, dass einfach ein großer Wissensdurst danach auch drängt und deswegen bitte ich euch alle, macht euch stark dafür und sorgt dafür, dass diese Erinnerungen nicht aussterben. Како пеманге сарбучос ту? Сарбучос! Dumitru. Mihai Dumitru. Hai, so de bersi tut. 95. Ia Ardeș Taipan. Sana singerdo vitu ande Rusia, ande Transnistria. Simas. Simas la 3 dubli. Libașovca, Crivizorul. Munci sardeam doi bărșai după 2 ani jumate. Și team eu și Angel Bordea. Sama 3.000 familii, 4.000 familii. Na știu ocoli saras alea în 2 ani de gde. Le Roma mare, merena zbim omelea cu big grupo mei. Și care a căsale o șef grupo saras ale. Hai codora Bordea de prima oară în șepola Ceperel. Că s-a caștengă ca ta. Hai Bilal Oiv, că s-a Oiv, Varou. Hai Bilal, hai Perena Halecaș. Pe-l Brau, pe-l Romnea, pe-l Șaoră. Hai merenas Andrei. Merena Andrei, ce hai ce mai le la Liconi. Conte mai lele. Conte mai lele. Senas familia Bari, Sama familia Bari. so de jene senas. Sama m rodat, mă râdei, mă răpral. Mulio și am dat bombardamentul. Pe casa Coruzu, Corestar, Porumbu. Pe casa aceea, ai dicea, mi-o pral, o aeroplanul, hai bombardi Sardeali. Hai con muleas. Mă rodat, mă râdei, mulio ce, mi-e pisaile. Andai mă pa familia. Mule mai burom. Mule rom but, mule.
Nenaibo catarbut. Andai mizeria mereu mut. Ando aci foto. Șaură mere nas noră colendare. Na ci mai di colendare. Romnea târnea calendare. Perena lăuză pe droma. Să amengă vă șoroci. Cai căra să abuci. Hai cu avă șoroc o doua. O ce tirava să andă cășa unu. Ando cea unu cu doua le la le căroma mare ăstar. Puru. Hai tot alengă le polomico să habi. El și avărângă, el romneangă, să avărângă, e ca să aucea novă șorul. Ne gândeam la jungale. Ne gândeam la ce da mai gel. Să ne gândeam la. Mulo rodat, muli mărâdei, mule mangă dui pral, dui peia. Și ea barea. Tu mare și ai Janen o divanu babugo. Jenen. Dar nepoți Janen? Ce jenen? Ce Janen? Ce jenen căi? It's important to share also from my personal experience in relation with Roma Holocaust. So when I started to study this period from our history, my family was really concerned. What were the reasons for which I was interested in study this period? Because also in their mind were deported the Roma that were unuseful for the society, or the Roma that were considered like a public danger. But when I started to explain to my family the real reasons that stand at the basis of the Roma deportation to Transnistria from Romania, they understood in a very different manner what happened, and they started to commemorate this tragic event. So the knowledge, it's the only tool in order to cultivate the remembrance. Our duty today is to put in the official archives, in the institutions, to cultivate the memory of the Roma Holocaust in museums, in schools. And this must be done quickly, because today we have next to us the last generation of the Roma survivors of the Holocaust. Their memory must be kept and honored in a proper way. We must create databases, archives, in order to be sure that this memory will be transmitted further, and it will represent a tool in order to educate teachers, pupils, and our own Roma regarding this period that shaped our identity in a manner hard to be understood. Because of the Roma Holocaust, we still have today a lot of Roma that they don't want to assume their identity. Because of the fear to be labeled like a public danger or like a thief, they refuse to know more about this. So our duty today is to transmit further, to organize a network in order to keep the memory alive, and in order to learn
from this period in order to make a safe space for our children and for the society in general. Numele meu este Isabela Tiberiade, am absolvit dreptul la Universitatea din Malmö, în Suedia, și sunt de etnie romă. Isabela, care este părerea ta despre deportarea romilor în Transnistria? Deportarea romilor ca subiect este cel mai grav capitol al istoriei acestui popor, un popor care a suferit fără să aibă niciun fel de vină. Este un fel de blestem care a putut cumva să se transmită în generațiile următoare și cred că fiecare din noi resimțim efectele acestui capitol trist al istoriei noastre. Și care crezi că este părerea ta despre faptul că astăzi nu se mai vorbește nimic despre deportare? Nu cred că s-a vorbit deloc, nici înainte. Este foarte trist și este o nedreptate în sine, care vine cumva așa ca o continuare a acestui capitol al istoriei și cred că este un gest un pic neloial față de istoria României, în mare parte, că nu încercăm să transmitem generațiilor de acum și chiar și celor dinainte aceste fapte concrete ale istoriei și este o nedreptate față de poporul rom. Ce crezi tu, Isabela? Cum crezi că a fost viața acelor oameni care au fost deportați după ce s-au întors de acolo din Transnistria? Nu cred că au avut o viață mai bună când s-au întors. Practic nu s-au întors la nimic. Au venit la o viață care trebuia începută de la zero și au trebuit să vină cu această traumă în spate, cu bagajul acesta emoțional pe care au trebuit să-l ducă în continuare, pe un fundal al unei societăți foarte, foarte discriminatoare și nu cred că s-au simțit niciodată nu cred că s-au simțit niciodată sprijiniți sau măcar compătimiți. Cred că e foarte important să se conștientizeze și să se vorbească despre aceste evenimente ale istoriei, aceste episoade, ca să nu se mai repete. Și de ce crezi tu, Isabela, că tinerii din ziua de astăzi nu știu nimic aproape despre acest capitol al istoriei, despre deportarea romilor în Transnistria? Tinerii nu știu despre acest subiect pentru că nu au acces la această informație și chiar unii, dacă știu despre deportare sau știu despre genocid, nu știu că măcar romii au făcut parte au fost victime ale acestor orori. Cred că am putea stabili un fel de dreptate dacă am putea să transmitem aceste informații și dacă am putea să stabilim dreptatea aceasta informativ măcar și să-i ajutăm pe tineri să știe cât mai multe și așa am putea să ajutăm să prevenim să nu se mai întâmple aceste lucruri urâte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute vor 77 Jahren wurden 4.300 Menschen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in den Gaskammern ermordet. Es waren die letzten Sinti und Roma im von der SS als Zigeunerlager bezeichneten Lagerabschnitt B2E. Die meisten von ihnen Alte, Kranke und Kinder. Diejenigen, die von der SS noch als arbeitsfähig eingestuft worden waren, zuvor in andere Konzentrationslager verlegt worden, wo sie ebenfalls der Vernichtung durch Sklavenarbeit zugeführt werden sollten. Wir gedenken heute aller 500.000 Sinti und Roma, die im Holocaust ermordet wurden. Und wir gedenken all der Menschen, die der nationalsozialistischen Terrorherrschaft in Europa zum Opfer fielen. Sie alle verbindet das erlittene Unrecht und es ist unsere Verpflichtung, ihr gemeinsames Vermächtnis auch in Zukunft zu bewahren. Auschwitz, dieser Name ist heute wie kein zweiter zum Symbol für den beispiellosen industriellen Massenmord geworden. Denn die Nazis und ihre Helfer in Europa an Sinti und Roma sowie an Juden verübten. Ein Menschheitsverbrechen mit großer Akribie geplant und bürokratisch organisiert und durchgeführt. Voraussetzung für diesen in der Geschichte einmaligen Zivilisationsbruch war der Rassismus der Nazis mit seinem Kern eines extremen und radikalen Antiziganismus und Antisemitismus. Auschwitz ist das Gewissen, das an alle Menschen appelliert, ihre Stimme gegen den heute wieder um sich greifenden mörderischen Rassismus mit seinen zahlreichen Toten zu erheben. Mit dem Erinnern verbindet sich keine Schuldübertragung an die heutige Generation, sondern die gemeinsame Verantwortung für unser aller Zukunft. Es muss uns mit großer Sorge erfüllen, wenn wir auf den derzeitigen Zustand der Europäischen Union blicken. Der Versuch einiger Mitgliedstaaten, die Gewaltenteilung, das grundlegende Prinzip des Rechtsstaats aufzuweichen, macht fassungslos, gerade nach den Erfahrungen der Menschheitsverbrechen der Nazis und der kommunistischen Diktatur in Europa. So höhlen sie die Demokratie aus und zerstören das einige Europa. Sie wenden sich mittlerweile direkt und unverblümt gegen die Werte, auf denen die Europäische Union fußt. Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, die individuelle Freiheit des Einzelnen, die Menschenwürde. Sie setzen bewusst Fliehkräfte in Gang, die unsere Demokratie und Staatengemeinschaft von innen heraus zu zerreißen drohen. Die Europäische Union muss hier mit aller Macht handeln und sich mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln gegen ein solches Verhalten einzelner Regierungen zur Wehr setzen. Ein wichtiger Garant unserer Freiheit ist eine unabhängige Presse. Jeglicher Ansatz, die Pressefreiheit einzuschränken, ist mit aller Deutlichkeit zurückzuweisen. Wir brauchen in Europa keinen Gesinnungsjournalismus. Wir brauchen einen kritischen Journalismus, der offen anspricht, wenn Regierenden dabei sind, demokratische Strukturen zu zerstören. Die Freiheit, den Frieden und unseren Wohlstand in Europa haben wir der Demokratie zu verdanken. Jeder Einzelne von uns trägt hier eine besondere Verantwortung. Wir müssen gegen die vorsätzliche Zerstörung unserer Demokratie an den Wahlurnen Widerstand leisten und dürfen diese Situation nicht länger unkritisch hinnehmen. Das sind wir den Ermordeten und den Überlebenden des Naziterrors schuldig, der ganz Europa und Deutschland in den Abgrund gerissen hat. Überlebenden wie der 97-jährigen Sintitzer Zilli Schmidt, die am 2. August 1944 ihre gesamte Familie, darunter ihr 5-jähriges Kind, verloren hat. Bis heute stellt sich immer wieder die Frage, warum gerade sie das Inferno von Auschwitz überlebt hat. Ihre Antwort ist eindeutig:
damit ich das alles bezeuge, was dort passiert ist. Heute, mehr als 76 Jahre nach der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus, verstummen allmählich die Stimmen derer, die Zeugnis ablegen können. So ist es an uns, der Generation der Nachkriegsgeborenen, ihr Vermächtnis am Leben zu erhalten und dafür Sorge zu tragen, dass Auschwitz niemals in Vergessenheit gerät. Dies ist umso wichtiger in einer Zeit, in der sich Antiziganismus, Antisemitismus wieder ausbreiten und in der ein neuer Nationalismus in Parlamenten in Europa Einzug hält. Um diesen beängstigenden Entwicklungen entgegenzuwirken und Frieden und Wohlstand für uns zu sichern und dauerhaft zu erhalten, können wir uns in Deutschland auf unsere Verfassung berufen, in der nach der Erfahrung des Holocaust die Würde des Menschen als ein Grundrecht verankert wurde. In Europa ist es die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die in Artikel 1 festschreibt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dennoch werden Sinti und Roma in Europa vermehrt Opfer von Polizeigewalt, müssen in den Slums in Mittel- und Südosteuropa unmittelbar der Länder der Europäischen Union in menschenunwürdigen Verhältnissen leben und ein System der Apartheid in diesen Bereichen der Bildung, des Wohnens, in der Gesundheit, Versorgung und auf dem Arbeitsmarkt erdulden. Die Regierungen tragen hierfür die Verantwortung. Mehr noch, durch Korruption versickern von der EU bereitgestellte Hilfsgelder, ohne dass sie die Menschen erreichen würden. 77 Jahre nach den Ereignissen vom 2. August 1944 ist dieser Zustand ein Skandal und ich appelliere an die Regierungen, aufgrund der Geschichte Europas hier Verantwortung zu übernehmen und diesen rassistischen und unwürdigen Verhältnissen entgegenzuwirken. Es liegt an uns, durch Aufklärung und stetiges Erinnern an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, des Naziterrors und des Holocaust, die Vision eines einigen und friedlichen Europas mit Leben zu erfüllen und kommenden Generationen eine Zukunft zu bewahren. Ich danke Ihnen. On the third occasion, we remember the circa 500,000 Roma and Sinti victims of the Holocaust. This figure represents more than a quarter of the Roma population at the time, murdered by the Nazi-led regime for no other reason than their being different. It is hard to imagine the individual and collective fear, pain, and suffering of these innocent victims, but we must have it in our hearts to try. Today and forever, we must keep their memories alive and teach the lessons of this tragedy to the next generations. We must never repeat these atrocities of the past. Today I pay tribute to all of those who perished. Driven by a racist ideology and supremacy, the Nazis targeted anyone they viewed as asocial or a risk to the regime. The Roma and Sinti people, the European Jews, persons with disabilities, LGBTIQ people, communists, and even left-handed people. It is regrettable that to this day too few know about these terrible atrocities and how they were executed. And even now, many deny the Holocaust ever happened or minimize and distort the historical facts around it. Today, 7 decades on, anti-Gypsyism, anti-Semitism, and other forms of hatred and racism are on the rise once more. This is of great concern. The Holocaust had a deep effect on European society. Displacements, lost generations, and broken families from minority communities. The lack of recognition of Roma and Sinti suffering has been profound. And for them, the legacy of the Holocaust continues today in the form of anti-Roma rhetoric, hate speech and stereotypes, prejudices and exclusion. I was horrified to learn about the recent case of police brutality against a Roma citizen.
Europe is built on the respect for fundamental rights, and police brutality and violence against human dignity have no place within it. Member states and authorities must take firm action against police brutality and ethnic profiling, and ensure that adequate and non-discriminatory police methods are applied regardless of the ethnic or racial origin, sexual orientation, or religion and belief. Europe must protect its minorities from racism and discrimination. Last year I presented a 10-year plan to advance Roma equality with all other members of society, social and economic inclusion, and participation to political, social, economic, and cultural life. The Council of the European Union followed up on this and adopted in March this year a recommendation on Roma equality, inclusion and participation in all member states, reaffirming our commitment to effectively fight discrimination against Roma people and to promote Roma inclusion in the key areas of education, employment, health and housing. I am confident that these steps will help us to tackle the long-standing injustices, discrimination and exclusion of the Roma people. The Commission is also stepping up the fight against racism through an anti-racism action plan for 2020-2025. And I have called on member states to include anti-Gypsyism as a specific form of racism when implementing the actions presented in this plan. I will also look at expanding the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech, whether because of race, religion, gender or sexuality. I will use all possible means at my disposal to ensure that European society is equal, humane and fair for all. We must learn from the past to guarantee a better present and future. Let us make sure that the suffering of the Sinti and Roma Holocaust victims is not lost on this or future generations, and let us build a better future for all. Sehr geehrte Mitglieder des Zentralrats, lieber Romani Rose, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre, heute ein Großwort halten zu dürfen anlässlich des Europäischen Holocaust-Gedenktags für Sinti und Roma. Diesen Gedenktag hat 2015 das Europäische Parlament erklärt, dessen Vizepräsidentin ich heute sein darf. In diesem Parlament sind auch Roma vertreten, auch Sinti vertreten. Ein wichtiges Zeichen für die Vielfalt in Europa heutzutage. Warum der 2. August? Am 2. August, in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944, erging der Befehl, die verbliebenen 4300 Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu ermorden. Es war einer der schwärzesten Tage in der Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma, die eine lange Geschichte ist. Warum ist dieser Gedenktag deshalb so wichtig? Zum einen, weil der Toten, der Verletzten, der Traumatisierten, der Entwurzelten gedacht werden muss. Es muss in unserem kollektiven Gedächtnis, im Gedächtnis jedes und jeder Einzelnen wachgehalten werden, welches Verbrechen an so vielen Menschen, aber eben auch und gerade auch an den Sinti und Roma verübt worden ist. Dieser Gedenktag ist aber auch deswegen so wichtig, weil die Gruppe der Sinti und Roma oft ein wenig in den Hintergrund gedrängt wird, gerät, wenn es um das Gedenken an den Holocaust geht. Und das ist nicht hinzunehmen, das dürfen wir nicht zulassen. Denn für die Sinti und Roma bedeutete die Verfolgung im Naziregime, die Verfolgung im Holocaust, beinahe die Auslöschung in der Mitte Europas. Dieser Gedenktag ist auch deshalb so wichtig, weil die Diskriminierung von Sinti und Roma bis heute andauert. Das reicht von kollektiven Vorurteilen über Benachteiligungen am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche bis hin zu körperlicher Gewalt. Wir erleben das in Deutschland, wir erleben es überall in Europa.
Am schlimmsten sicherlich in Ungarn, wo beispielsweise Sinti und Roma-Kinder nicht am Unterricht teilnehmen durften, sondern im Keller sozusagen verwahrt wurden, auch nicht an Schulausflügen und sonstigen Aktivitäten teilnehmen durften. Wenn wir uns in Europa umschauen, dann müssen wir Sorge haben, dass die Lage eher schlimmer wird als besser und dass manche aus der schrecklichen Geschichte eben nicht gelernt haben. Umso wichtiger, solche Gedenktage zum Anlass zu nehmen, wieder in Erinnerung zu rufen, was wir wollen. Ein gemeinsames, friedliches, gleichberechtigtes Zusammenleben. Sinti und Roma als Arbeitskolleginnen, als Nachbarn, als Freundinnen und Freunde. Das ist unser Ziel, unser gemeinsames Ziel. Oft wird es erreicht, aber eben noch nicht überall und immer. Sie wissen, die überwältigende Mehrheit des Europäischen Parlaments und natürlich immer auch mich persönlich an Ihrer Seite. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und wünsche Ihnen einen gelungenen Gedenktag. Survivors of the Holocaust, representatives of generations born later, ladies and gentlemen, Romani Rose, friends, Mirelace Mala, Mirelace Malesi. Auschwitz, where all human values were destroyed. Auschwitz, which marks the end of all civilization. Auschwitz, which symbolizes such overwhelming horror, violence, terror, and annihilation. This place, which almost seems to smoother every word, every gesture. On this day, I am filled with overwhelming sorrow and deep humility in speaking to you in remembrance of the liquidation of the so-called Gypsy Camp 77 years ago in the summer of 1944. About 23,000 Sinti and Roma people were believed to be imprisoned at Auschwitz-Birkenau. Only 2,000 people survived the mass murder. At the camp, 5,000 people were gassed. 2,900 were brutally murdered when the camp was cleared during the night of the 2nd to 3rd August in 1944. It was the night of the Poraimos, the night of the devouring. Auschwitz symbolizes the genocide of the Sinti and Roma people and those called Zigeuner, gypsies by the Nazis. Auschwitz stands for a sea of tears, of suffering, of pain. Yet, Auschwitz also symbolizes the courageous armed resistance of the Sinti and Roma people, which was brutally crushed. Let us use this European Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma to pay our respects to the dead and to make a pledge to the living. The murder and systematic annihilation of human life like this must never be allowed to happen again. As a German and a representative of democratic Germany, I am especially conscious of the enormous responsibility which this history, my history, imposes. It was an attempt to permanently obliterate this great culture. While acknowledging all the dreadful horrors which this terror has burned deep into the souls of people from the European Sinti and Roma communities, we can nonetheless say today the Nazis did not succeed. They did not succeed
in obliterating entire cultures, in destroying the richness of the European people. They inflicted deep wounds and traumas, expelled and weakened European cultures, but they were unable to destroy this richness. They did not destroy the language, the music, the literature, the pictures. But above all, they did not destroy the memory of the women, men, and children who were murdered. They remain with us now and will remain with us in the future. 77 years after the terror perpetrated by the Nazis, I am very glad to be able to say with absolute conviction, the Sinti and Roma people are part of European culture and are an integral part of our ethnic and cultural richness and our European societies in which they have lived for many centuries. This survival, this belonging, was the most powerful weapon against the Nazis' attempt to annihilate them, and it is the most powerful weapon against the shameful discrimination and marginalization to which the Sinti and Roma people are still subjected in Europe to this day. Today's commemoration is a warning to us to stand up to all forms of human rights violations in our Europe. Though this commemoration today is also a reminder for the future and a responsibility for the present. The responsibility imposed on us by the horrors of the past is one we must live up today. Let us all fight together to ensure that the marginalization of the Sinti and Roma people is ended at last, and that the lessons of history help us to live in line with our moral imperative. Human dignity is inviolable. Thank you.
On the night of the 2nd and 3rd of August 1944, almost 3,000 men, women, and children belonging to the Sinti and Roma minorities were murdered by the Nazi regime in the gas chambers at Auschwitz. It's estimated that between 25 and 50% of the million or so of the Sinti and Roma populations in Europe were probably exterminated. That is what the European Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma marks today. But it's actually much more than that. Today, my United Nations mandate on minorities is issuing a press release which warns that just as members of the Jewish, Sinti, and Roma minorities were portrayed as alien to the nation, as others that were also perhaps even threats to the values and culture in Nazi Germany, Sinti and Roma again today are facing a backdrop of increasingly divisive rhetoric. And perhaps we forget that the Holocaust did not begin with gas chambers. It started with hate speech against minorities mainly. The Nazis effectively used propaganda to win the support of millions of Germans, to facilitate persecution, war, and ultimately genocide of the mainly Jewish, Sinti, and Roma minorities. Unfortunately today, we have social media platforms, again amplifying intolerance and prejudice, and allowing thousands of little Joseph Goebbels to spew propaganda of hate and racism, reaching almost immediately huge numbers of people and causing real harm, literally leading to individuals around the world being vilified, lined up even, lynched, sometimes killed, because they belong to dehumanized others, usually overwhelmingly targeted minorities. I therefore called for this day, marking the Sinti and Roma genocide, be used also as an opportunity for greater acknowledgement of the Sinti and Roma genocide in order to address, as a matter of urgency, the increasing intolerance, demonizing, and hate speech targeting of Sinti and Roma and other minorities around the world. States must do more to proactively combat rising signs of intolerance and racism and attacks against Roma, Sinti, and other minorities, particularly in social media and in hate crimes. I also gave this warning that minorities are experiencing significant increases in hate speech, but also targeting by politicians and others where they are stigmatized as threatening, perhaps even somehow dangerous others. States must not forget the Holocaust of the Sinti and Roma. They need to reflect and act to address the sometimes exclusion and discrimination too many still face today, also experienced by many other minorities as well, that states absolutely have to look at more concrete steps to address the increasing high levels of hate speech in social media as propaganda mediums of intolerance and even tools of incitement to violence and discrimination. Now, despite the real progress that has been made by many Sinti and Roma minorities in Europe, this virtual commemoration ceremony of the European Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma is a significant event because it not only acknowledges what has occurred in the past, it can also serve to focus on the need to do a lot more, that we need to continue to fight for and protect. And what that is, specifically, is the full respect of the human rights of Sinti and Roma minorities, and as well as that more can be done, more must be done, to recognize the continuing and perhaps exacerbating instances of racism, intolerance, and exclusion experienced by Sinti, Roma, and other minorities. This is essential because of the real possibility that racism and discrimination will get worse unless governments are more proactive against hate speech against minorities and other Roma, Sinti, and other minorities. Remembering the genocide, remembering history, means living also responsibility for today, for the present, and for the future.
And that means taking steps to defend the rights and even the lives of society's most vulnerable and marginalized. This commemoration by the Central Council of German Sinti and Roma, the Association of Roma in Poland, in cooperation with the Auschwitz-Birkenau State Museum, is an important part in the necessary remembrance of what has occurred, but also to remind us, all of us, that we need to be vigilant so that it never happens again. Merci. Thank you. Honorable High Representatives of states, governments, international and national institutions, distinguished participants of this commemorative gathering, ladies and gentlemen, my deep feelings and emotions overtake me as I bond the memory of the innocent victims, fellow Roma and Sinti European citizens who were murdered in Auschwitz-Birkenau in the name of an artificial mental construct of racial purity. It is bitterly ironic that the tormentors who perceive their victims are subhuman only managed to conclude the gruesome task on their second attempt. Their foray into the so-called Gypsy camp on May 16, 1944, in fact, had met with fierce resistance by the inmates, and the executioners had to abandon their planned station of the interned Roma and Sinti, albeit only temporarily, because they came back. This day should remind all of us some of the darkest moments of European history. Finally, out of the ashes of all the victims, we are here commemorating in a Europe which enjoys an unprecedented long stretch of peace and affluence. It is by remembering and education that we will continue to maintain the peace and strengthen human rights that guarantee the prosperity and the continuous advancement of all European citizens. Thus, it is our duty to uphold and strengthen ARA's commitment to research, remembrance, and foremost education on the genocide of the Roma and Sinti, the so-called Samud Deribin. It is an unceasing process that will make society at large aware of the travails of their fellow citizens, and furthermore will do away with, I hope, entrenched stereotypes of the other. The scourge of anti-Gypsyism or anti-Roma racism or anti-Roma discrimination, a major factor that led to the genocide, has to be eradicated. ARA's commitment to all of the above has been transubstantiated into concrete actions, the culmination in some instances of work of many years by its committee on the genocide of the Roma, whose work I would like now to commend. It was during the German presidency of the Alliance that the working definition on anti-Gypsyism was unanimously adopted by all member countries, and is currently, during the Greek presidency, that the committee has been tasked to develop and introduce guidelines on how to teach the genocide of the Roma and Sinti, the Roma Holocaust, as it were, in schools. The memory of the victims and the remembrance of this dark chapter in European history should serve as the springboard for all of us to strive for the eradication of any form of racism that in the end is detrimental to society as a whole. Racism is a burden on all of us. So look and don't forget. Dich hinabistert. I thank you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 19. Mai 1944 wurden aus dem Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden 247 Sinti und Roma ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. 3 Tage lang saßen sie zusammengepfercht in geschlossenen, heißen Güterwaggons, ohne Ausblick, ohne Essen und fast ohne Trinken. Unter ihnen war die 16-jährige Medi Franz.
Zusammen mit 9 anderen Familienmitgliedern war sie einige Tage zuvor bei einer groß angelegten Razzia in Beek, einem Dorf im Süden der Niederlande, von der Polizei aus ihrem Wohnwagen geholt worden. Mehdi hat das Lager überlebt, als eine der wenigen. Von den 247 Sinti und Roma aus Westerbork wurden 215 ermordet. Darunter auch viele von Mehdis Angehörigen. Nach ihrer Rückkehr in die Niederlande redete Mehdi nicht über den Krieg, über die schrecklichen Erlebnisse aus den Lagern sprechen, das konnte sie nicht. Klagen war auch nicht ihre Sache. Und die Toten, so meinte sie, sollte man in Frieden ruhen lassen. Und so schwieg sie. Als Mehdi älter wurde, ließ sie die Vergangenheit nach und nach zu. Ihr wurde klar, dass sie ihre Geschichte erzählen muss, um die Erinnerung trotz allen Schmerzes lebendig zu halten. Für die neuen Sinti- und Roma-Generationen und für alle anderen Menschen. Heute am Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma gedenken wir des Porajmos, des Völkermords an den Sinti und Roma während des Zweiten Weltkriegs. Zu lange ist dies nicht geschehen. Zu lange mussten die Sinti und Roma darauf warten, dass das, was ihnen angetan wurde, anerkannt wird. Zu lange wurden sie in den Geschichtsbüchern nicht erwähnt. Gab es kaum Gedenkstätten, hörte man ihnen nicht zu. Das alles hat dazu beigetragen, dass Sinti und Roma in Europa häufig noch immer benachteiligt sind. Sie fühlen sich ausgeschlossen und diskriminiert, weil sie so sind, wie sie sind. Auch in den Niederlanden schlug Sinti und Roma, die den Krieg überlebt hatten, große Kälte entgegen. Erfreulicherweise hat sich seither viel getan. Was die Anerkennung betrifft, sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Heute blicken wir gemeinsam in die Vergangenheit und in die Zukunft. Zusammen mit den wunderbaren, einzigartigen Menschen aus der Gemeinschaft der Sinti und Roma. Persönliche Geschichten helfen uns dabei, das Geschehene zu ergründen und jene Menschen besser zu verstehen, die ihrer Freiheit beraubt wurden. Sie lehren uns, was passieren kann, wenn Gesetzlosigkeit, Gleichgültigkeit, Hass und Intoleranz die Oberhand gewinnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Mehdis Geschichte und die Geschichten aller Sinti und Roma immer wieder erzählen. Und deshalb erzähle auch ich diese Geschichte, die mich nie losgelassen hat. Heute noch einmal. Damit wir die Menschen hinter diesen Geschichten niemals vergessen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Romani Rose, sehr geehrte Damen und Herren. Heute ist der Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Er erinnert an das unfassbare Leid und an die unmenschlichen Grausamkeiten, die Sinti und Roma angetan wurden. Zehntausende von ihnen wurden in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet. Unzählige wurden Opfer des Holocaust im NS-besetzten Europa. Heute ist ein Tag der Klage. Er trägt die Schreie, das Weinen, die Verzweiflung der Menschen über das erlittene Unrecht bis zum Völkermord zu uns, in unsere Zeit herüber. Wir trauern mit ihnen um die ermordeten Frauen und Männer, Kinder und alten Menschen. Wir beklagen die Ungeheuerlichkeit, mit der Menschenleben planmäßig vernichtet wurden, und trauern um alles, was Menschen angetan wurde, weil sie als anders und fremd markiert, ausgegrenzt und verfolgt wurden. Wir nehmen Anteil an den Wunden, die ihre Töchter und Söhne
Enkel und Enkelinnen bis heute in sich tragen. Und wir als evangelische Kirche in Deutschland möchten der heutigen Gemeinschaft von Sinti und Roma danken, weil sie uns die Augen dafür geöffnet haben, wie schwer es ist, einer Minderheit anzugehören, der viele bis heute mit massiven Vorurteilen begegnen. Deshalb verbindet sich mit diesem Tag der Klage auch eine große Verpflichtung für die Gegenwart und Zukunft. Denn Antiziganismus ist bis heute ein großes gesamtgesellschaftliches Problem in Deutschland. Zu diesem erschütternden Ergebnis kommt der Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus, der vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegeben und Anfang Juni vorgestellt wurde. Wir versichern Ihnen, wie wir das auch im vergangenen Jahr bei dem gemeinsamen Besuch in Auschwitz getan haben. Als evangelische Kirche in Deutschland werden wir uns angesichts des zunehmenden Rassismus und Nationalismus gemeinsam mit Ihnen für unseren demokratischen Rechtsstaat einsetzen, gegen Antiziganismus, Antisemitismus und alle Formen des Rassismus. Dazu gehört auch die Aufklärungsarbeit. Aufklärung über die Geschichte der Sinti und Roma und über ihre Anerkennung als nationale Minderheit. Und es gehört dazu, Bewusstsein dafür zu schaffen, was die Ursachen und Auswirkungen von Antiziganismus sind. Dabei schauen wir auch auf uns selbst. Wir wollen aktiv dafür arbeiten, dass Sinti und Roma in unseren Kirchen und in unserer Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können und mehr noch, dass das auch wahrnehmbar und sichtbar wird. Es gilt, jedem antiziganistischen Vorurteil konkret zu begegnen. Das ist für uns alle eine wichtige Lerngeschichte. Deshalb fördern wir die wichtige Arbeit des Netzwerks Sinti und Roma und Kirchen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Medien und Erinnerungsarbeit. Auch das ist uns eine Verpflichtung. Vor allem aber, das möchten wir Ihnen ausdrücklich sagen, erleben wir diese Zusammenarbeit als ein großes Geschenk. Dafür danken wir Ihnen aus tiefstem Herzen.